Krieg im Berg. Was klingt wie ein Mythos, war jahrzehntelang Realität, verborgen unter den Alpen. Tief im Fels, wo heute Touristen staunen, bereitete sich die Schweiz einst auf den Ernstfall vor. Die Festung Sasso San Gottardo. Ein Bollwerk, geschaffen im Schatten des Zweiten Weltkriegs und weiterentwickelt im Kalten Krieg. 2,4 Kilometer Tunnel, über 8000 Quadratmeter Fläche, autark, bewaffnet, uneinnehmbar. Doch was kaum jemand weiß, es gibt verbotene Bereiche, abgeschottet vom Museumsbetrieb. Tunnel, Technikräume, Kampfstellung, nie für die Öffentlichkeit bestimmt. Uns wurde der Zugang gewährt. Heute zeigen wir dir die wahre Alpenfestung, so wie sie wirklich war. Und während draußen die friedliche Bergwelt lockt, trainieren tief im Inneren dieser Anlage inzwischen sogar angehende Astronauten für künftige Mondmissionen. Ein Ort, der einst für den Krieg gebaut wurde und heute den Weg zu anderen Welten bereitet. So Freunde, wie versprochen, wir sind da, wir sind am Sasso San Gottardo und gehen jetzt hier direkt rein. Wir haben jetzt schon den Termin mit dem Herrn Imhoff ausgemacht und wir treffen uns gleich einmal drin. Ich wollte euch hier noch mal eben kurz den Haupteingang zeigen. Da oben ist höchstwahrscheinlich, wenn ihr sehen könnt, noch diesen künstlichen Felsen hier oben. Da wird höchstwahrscheinlich auch eine Kanone drauf gestanden haben. Und das ist im Prinzip dieses Hauptportal, eine riesige Tür. Und wir gehen jetzt im Prinzip einen ganz langen Stollengang jetzt geradeaus in den Bereich der Cafeteria ist das jetzt. Und da treffen wir uns jetzt mit dem Kollegen einmal und schauen uns das Ganze an. So, wir sind jetzt in der Cafeteria, das hatte ich euch gerade eben gesagt. Wir haben uns jetzt mit dem Maurus getroffen und der Maurus zeigt uns jetzt erstmal Teile der Anlage, die wie gesagt für den Otto-Normalbesucher jetzt nicht zu sehen sind. Da sind wir ihm sehr dankbar und das interessiert euch ja gerade, was jetzt in dieser Anlage hier zu sehen ist. Wir hatten jetzt gerade eben vorab ein bisschen gesprochen gehabt, dass die Anlage 1941 angefangen wurde zu bauen und kurz vor Kriegsende, also 1945, ist man hier fertig geworden. Und schussbereit, hattest du gesagt? 43 ist die. Ja. Und das ist schon sehr beeindruckend. Ah, hier standen wir auch gerade schon vor der Tür. Das ist natürlich spannend. Klasse. Boah. Spektakulär. Was meinst du, sollte ich den Rucksack hier unten lassen? Ja, genau. Wäre besser, ne? So, weiteres Equipment werden wir jetzt nicht brauchen. Licht haben wir genug. So, du sagtest jetzt, es geht hier Richtung Wasserreservoir. Das Hauptreservoir, genau. Ja. Ich gehe voraus und dann rufe ich, wann ich weg bin von der Leiter. Aus Sicherheitsgründen müssen wir einzeln die Leiter hochsteigen. Genau. Okay, alles klar. Du hattest gesagt 40 Meter? Geht das hoch? Ja, also bis zum ersten Teil mal etwa. Es geht dann noch weiter nach oben, können wir dann noch weiter hochsteigen über das Wasserreservoir hinaus zu den Auspuffanlagen. Ja, okay, klasse. Wo die Abgase von den Notstromaggregaten nach draußen geleitet wurden. Okay. Mal sehen. Doch, das hört man aber gut, ja. Also 40 Meter geht es jetzt wie gesagt hier hoch. Wir gehen jetzt zu diesem Hauptreservoir und wenn der Maurus oben ist, dann gibt er Bescheid, dann kann der nächste von uns aus Sicherheitsgründen hochsteigen, damit jetzt hier nicht irgendwie ein Unfall passiert. So, okay? Ja. So, dann werde ich jetzt mal hier hochgehen. So, wir haben es jetzt geschafft. Wir sind jetzt einmal nach oben gekommen. Wir haben jetzt gerade auch schon gesagt, dass das halt immer
für uns aus dem Flachland schwierig ist, sowas fitnessmäßig zu bewerkstelligen. Da ist erstmal die Puste weg. So. Hier hinter unter unseren Füßen ist jetzt der Tagestank. Quasi das Zwischenreservoir. Wir gehen jetzt zu den Haupttanks hoch. Ja. Das sind 3 Becken auf 150 Kubik, also 450.000 Liter Trinkwasser. Sind da gespeichert. Wobei, als ich das letzte Mal oben war der Wasserstand nur, also waren die Tanks nur zu 1 Drittel gefüllt. Also ich bin jetzt gespannt, wie der aktuelle Wasserstand ist. Ach, wie werden die jetzt gespeist vom Regenwasser? Oder? Wir haben 3 Wasserquellen im Berg drin, die proaktiv quasi angezapft werden. Okay. Genau. Also das war damals natürlich überlebenswichtig, dass die 420 Mann Besatzung überhaupt ganzjährig trinkwasserfließendes Wasser hatte. Weil im Winter wäre das sehr mühselig geworden, um Trinkwasser aufzubereiten, weil draußen war ja alles pickelhart gefroren. Oder? Richtig, ja. Und dann wäre das dann im Winter ein ziemlicher Aufwand geworden, für 420 Mann damit genügend Trinkwasser zu versorgen. Das kann man wusste ja nicht vorstellen. genau, wo diese Quellen im Berg drin lokalisiert sind. Deshalb war es pur Zufall, dass man die quasi genau hier jetzt entdeckt. Ach so, okay. Also klar, die Chance war relativ groß, dass man auf Wasser stieß, aber trotzdem, man wusste nicht genau bezüglich Volumen etc., was da vorhanden ist im Berg drin. Aber das hat man erst später eingeplant? Schon, Nein, das war von Beginn. Okay. Genau. Das ist interessant. Okay. Der Wasserstand ist noch etwas tiefer als das letzte Mal, sehe ich gerade. Ja, ich habe hier noch eine Taschenlampe mit. Also höchstens 1/4. Hier sieht man das jetzt mal. Ja. Also 3 mal 150 Kubik, 450.000 Liter. Ja. Und dieses Sasso-Wasser wird jetzt auch für die Öffentlichkeit gebraucht, für das Hospiz, für die Gemeinde Arola. Das ist aber ein separater Wasserkreislauf. Also das würde ja den hygienischen Auflagen natürlich nicht genügen heutzutage. Deshalb ist es ein separater Kreislauf, aber ist der gleiche Ursprung, quasi die gleiche Wasserquelle, die da angezapft wird. Gut, ja, in den Bergen, sage ich mal, das Wasser hat ja aber immer noch eine andere Qualität wie jetzt im Flachland. Genau, ne? Ja. genau. Das ist ja immer noch hochwertiges Trinkwasser. Klar, hier wurden jetzt nie mehr Reinigungsarbeiten durchgeführt. Das hat eine Ablagerung stattgefunden. Ja. So, hier müssen wir uns ein bisschen jetzt. Man kann die einzelnen Becken entsprechend regulieren. Das sind diese Nahmaschinen, genau. Dass man, wenn eins voll ist, praktisch das nächste füllt, oder werden die gleich? Genau, zum Beispiel, wir haben jetzt alles gleichmäßig gefüllt. Das ist jetzt quasi alles freigeschaltet, dass das Wasser sich in allen 3 Becken gleichzeitig füllt. Okay. Ja, sieht man schon auf jeden Fall die Menge der Becken. Und über 400 Mann war Besatzung. Wie lange hätte jetzt das Wasser gereicht, wenn man die Anlage komplett abgeriegelt hätte? Also das hat sich ständig wieder regeneriert. Also das war quasi kein Problem. Die größere Herausforderung war natürlich der Essensvorrat. Also der Zeithorizont war eigentlich 6 Monate. Man versuchte für 6 Monate mit 420 Mann autark, unabhängig von der Außenwelt überleben zu können. Deshalb gab es auch die Notstromproduktion, wo man 6 Monate während 8 Stunden pro Tag hätte Notstrom generieren können. Das geht wieder noch anschauen. Aber 6 Monate, also ein halbes Jahr, das ist ja schon mal eine Ansage. Ne? Das ist genau. Also die Idee dahinter ist quasi, dass man einen ganzen Winter hätte durchstehen können oder ohne Nachschub von außen. Quasi. Okay. Ja, Wahnsinn. Ja, jetzt könnt ihr das einmal von hier unten sehen. Maus steigt jetzt gerade da hoch. Da kommen wir jetzt gleich noch zu MG-Schaden und ja, da werden wir gleich mal schauen, was da noch alles ist. So, jetzt habt ihr noch mal hier den Blick. Melanie kommt gerade hoch. Bis gleich da. Da konnte man nach draußen schießen, quasi die lokale Außenverteidigung. Kann ich einmal hoch hier? Aha, ja. Hier ist so ein Maschinengewehrstand, okay. Ja. Wahnsinn.
Das ist das, was man teilweise dann halt von außen sieht. Was ist dann hier für ein Maschinengewehr verbaut gewesen? Also MG 51 war das. Das MG 51, ja. Das war das klassische Maschinengewehr der Schweizer Armee in der Nachkriegszeit. Ah, okay. Ja, also da sind so Schlitze drin nach außen, wo die Abgase nach außen geleitet wurden. Und ja, wir können da mal hochsteigen. Es ist ziemlich eng hier, aber es ist so wenig. Ich bin auch schon lange nicht mehr da oben gewesen. Okay. Also Auspuffanlage ist hier das, was ihr seht, dieses große Metallrohr, was hier nach oben geht. Das endet im Prinzip dann auch da oben und bringt im Prinzip die Abluft dann oben raus. Alles gut? Ja. Das sind die Abgasleitungen. Genau. Kann man öffnen oder schließen. Und ja, das ist einfach für die Belüftung. Ja, wir mussten jetzt da die Sachen etwas schließen, weil da auch Tiere wieder reinkamen. Das ist natürlich ein Problem, ne? Ja, genau. Also draußen ist eben auch das Gitter zum Teil beschädigt, da ist das Ganze weg. Das ist jetzt auch ein Turm, den man, glaube ich, von unten ganz gut gesehen hat. Ne? Genau, ja, richtig. Also beim Haupteingang, wenn man hochschaut, etwa 150 Meter oben, sieht man diese Betonwand von außen mit den Öffnungsschlitzen. Genau, das hatten wir euch auch schon mal von unten gezeigt. Das sieht man jetzt auch hier. Genau. Ja, und das ist halt wirklich für die Abgase hier zum Rausleiten. Und solche ähnlichen Schächte gibt es wahrscheinlich auch regulär für den Luftaustausch wahrscheinlich auch. Genau, richtig. Die sind in der Decke drin, genau. Vorne beim Haupteingang bei der Batterie West im MG-Stand oben, genau. Da wird Frischluft angesaugt, oder konnte man Frischluft ansaugen. Ja. Okay. Ja, sehr beeindruckend hier. Und man hört hier auch schön den Wind pfeifen. Ja. So, könnt ihr das auch noch mal sehen, wie eng das reicht gerade. Ja, die Schächte sind. Also hier durfte kein Soldat etwas breiter sein. Ja. Genau. Also man muss sich hier schon sehr schmal machen. So, wir sind wieder raus aus dem Schacht. Das war auf jeden Fall gut was zum Warmwerden hier, haben wir schon gerade gesagt. Ansonsten, was haben wir hier grundsätzlich für eine Temperatur? Konstant? Das ist natürliche Höhlentemperatur, 6 Grad Celsius. 6 Grad sogar nur. Genau, und die ist extrem stabil. Die schwankt nur plus minus 1 Grad, egal was das Wetter draußen macht. Die Feuchtigkeit ist eine ganz andere Geschichte. Wenn wir zu Beginn der Saison da reinkommen, dann ist die Anlage praktisch ausgetrocknet. Das ist etwas übertrieben gesagt. Ach echt? Solange die Außentemperatur unter 6 Grad Celsius ist, nimmt die Feuchtigkeit ab im System. Oder? Ja, okay. Und sobald es draußen über diese Temperatur steigt, dann kommt Feuchtigkeit rein, weil wir saugen proaktiv Frischluft an. Ja. Je wärmer die Luft, desto mehr Feuchtigkeit. Die trifft auf die kalten Oberflächen, das kondensiert und deshalb hat okay. Ja, man kann sagen, die Feuchtigkeit ist heutzutage unser größter Feind. Ja, das ist grundsätzlich in den Anlagen so. Das ist überall, wo man ist. Man sieht ja auch die Versinderung teilweise an dem Beton, wenn sich der Kalk halt bildet. Genau, das sehen wir dann weiter hinten auch. Ja. Das ist so ein typisches Phänomen halt. Ne? Ich glaube, das ist auch ein Aspekt, den man vielleicht auch früher zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs auch nicht so auf dem Schirm hatte, dass diese Anlagen halt sehr feucht werden. Ja. Ich kenne da auch Berichte von Wehrmachtssoldaten, die die Bunker an der Siegfriedlinie gehasst haben. Ja, okay, wegen der Feuchtigkeit. Genau, ja. Ja, genau. Ja, jetzt sind wir da bei dieser Kreuzung. Jetzt sieht man, da links steht momentan geschlossen. Das momentan ist etwas irreführend, ist eigentlich immer geschlossen. Wir haben da aber nichts zu verbergen. Das war der K oder der Kommandostollen. Da hinten ist die Telefonzentrale und da schliefen die Unteroffizierinnen und Offiziere. Und jetzt haben wir seit ein paar Jahren eine Zusammenarbeit mit der ETH Lausanne, mit einem wissenschaftlichen Projekt, das nennt sich Asklepios. Und die sind jetzt im Moment gerade hier. Da wird eine analoge Mondmission simuliert. Ah, okay. Es sind jetzt 6 angehende Astronautinnen und Astronauten hier drin isoliert für 2 Wochen. Die kommen dann nur nachts
aus diesem Stollen raus, wenn die Anlage geschlossen ist, kommen Sie nachts in Ihren Raumanzügen, kommen Sie da nach draußen und müssen durch die ganze Anlage durch. Auch die knapp 500 Treppenstufen hochsteigen, die müssen im Außengelände Antennen montieren etc. Also es geht wirklich darum, die Erfahrung zu machen, wie mühselig es ist, in diesen Raumanzügen zu arbeiten. Das sind Studentinnen und Studenten aus der ganzen Welt und die mussten ein Selektionsverfahren durchlaufen. Und wie gesagt, die sind jetzt hier 3 Wochen vor Ort. Und am letzten Sonntag war der Launch der Mission und das hat ein sehr großes Medienecho ausgelöst. Die BBC war hier, französische Fernsehstation, die Schweizer Presse war hier, Schweizer Fernsehen, Schweizer Tagesschau, Hauptausgabe wurde das gebracht. Also für uns ist das ein Glücksfall, eine Win-Win-Situation PR-technisch und auch damit man das sinnvoll nutzen kann, quasi diese Kaverne. Das ist wirklich eine... Wir können dann gleich nachher ins Houston Control Center gehen, wo die quasi in Kontakt sind mit den Astronauten da hinten. Genau, das Control Center ist da weiter vorne, das Swisscom Auditorium. Das können wir uns anschauen gehen und vielleicht werden Sie uns auch kurz ein paar Erklärungen dazu abgeben. Also wir versuchen halt die Festung möglichst multioptional zu nutzen. Es geht ja auch um die Finanzierung. Eben. Wie viel kostet, wenn man jetzt mal fragen darf, verschlingt so eine Anlage jetzt im Jahr? Also Unterhalt jetzt nur Also ich habe keinen direkten Einblick in die Zahlen. Das kann ich nicht genau beantworten. Ich weiß einfach, dass die Stromrechnung neben den Personalkosten der höchste Ausgabeposten ist, weil wir müssen ganzjährig die Lüftungsanlage betreiben. Das ist also 7,5 Monate im Jahr haben wir Kosten und keine Einnahmen. Das ist die große Herausforderung. Wir können etwa 60% der Kosten mit den Ticketeinnahmen decken. Die restlichen Gelder sind Privatsponsoren. Also da sind wir abhängig von Privatsponsoren. Aber das ist auch immer mal der Punkt, was ich euch auch schon ein paar Mal gesagt habe, wenn man viele Anlagen in dem Lost-Zustand hat, also nicht mehr bewirtschaftet wird, dass sowas halt massive Kosten verursacht. Und da muss man erst jemanden finden, der sowas halt wirklich unterhalten kann. Das ist nicht einfach. Deshalb muss man auch wirklich solche Szenarien einbauen, wie mit den Astronauten. Das ist schon echt eine tolle Sache, finde ich klasse. Genau, jetzt hoffen wir auf eine langfristige Zusammenarbeit. Die müssen das auch jedes Jahr wieder finanzieren, dieses Projekt, aber sie haben jetzt immer mehr Sponsoren. Ich denke, die sind jetzt ziemlich gut abgestützt für die Zukunft. Okay. Das sieht ja gut aus. Das ist jetzt das, wo die... Genau. Das ist it's a live stream, right? Right now the astronauts are sleeping. They should wake up in about 1 hour. Also ihr könnt das da sehen, da läuft jetzt wie so eine Art Livestream, oder es ist ein Livestream, wo sich die Astronauten da vorbereiten können. Das hat uns der Maurus jetzt gerade erklärt gehabt. Und das ist jetzt hier dieses Control Center, wo das im Prinzip überwacht wird. Das ist schon special. Hier könnt ihr das auch noch mal sehen. Die Astronauten müssen dann halt, wie gesagt, diese Anzüge halt anhaben und müssen sich halt unter den Bedingungen durch diese Anlage halt bewegen, damit die halt diese Erschwernis praktisch spüren, draußen Installationen durchführen etc. Das ist schon wirklich Wahnsinn. Und hier sieht man das jetzt mal exemplarisch. Wie hoch ist jetzt hier bis zur Vierste, also zur Deckenhöhe? Da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Das sind auch schon so 5, 6 Meter. Ja, mindestens würde ich sagen, genau. Auch hier war eine Betonschutzhülle drin. Also hier war früher das Spital mit 44 Betten drin. Es gab sogar einen kleinen Operationssaal. Und das war quasi für die erste Hilfe, die Erstversorgung gedacht. Die schwerwiegenderen Fälle werden dann ins Militärspital nach Andermatt gebracht worden. Okay. Aber quasi, dass man eine Erstversorgung hatte für die verletzten Soldaten, hat man das da eingerichtet. Genau. Waren denn auch richtige Ärzte zum Teil hier oder nur so reine Sanitäter, die jetzt auch nur die Ersthilfe machen konnten? Ich denke primär Sanität. Kann durchaus sein, dass auch Ärzte drunter waren. Oder man hat ja die Rekrutierung aufgrund des beruflichen Hintergrunds gemacht, oder dass es Sinn ergab. Ich denke, da waren vielleicht auch Ärzte dabei, aber so im Detail wüsste ich jetzt das nicht genau. Okay.
Und hier hat man jetzt nur die Betonhülle rausgenommen, damit man jetzt den Felsen sieht? Oder was hatte das jetzt nochmal für einen Grund, warum man das jetzt wieder alles abgebrochen hat? Also das war der ursprüngliche Ausbruch. So wurde das ausgehöhlt, bereits zu Beginn. Und dann hat man diese Bettoschutzhülle reingestellt und die wurde eben wieder rausgenommen. Die hat man einfach wieder rausgenommen, genau, okay. Genau, richtig, ja. Und das ist jetzt unser Ruhestollen. Also wir haben jetzt hier diese Kristallausstellung, da kann man meditieren. Wir hatten auch schon Yoga-Gruppen hier oben, die das als Kraftort erleben. Und wir haben hier auch unsere Event-Kaverne. Wir hatten hier ein Popkonzert vorletzte Woche, Dabu Fantastic, eine Schweizer Band, die da gespielt hat, quasi so ein Unplugged-Konzert. Das war ein Wettbewerb, der verlost wurde, also 100 exklusiv geladene Gäste. Ja. Und ist wahrscheinlich auch nochmal eine andere Akustik dann, oder? Ja, es ist erstaunlich gut. Also wirklich, wir hatten schon viele klassische Konzerte hier drin, wir hatten auch schon Hochzeiten. Also es ist multifunktional einsetzbar quasi als Event. Ja, das ist wirklich schön. Das ist wahrscheinlich nur einer der Technikräume, oder? Nein, das ist quasi die Energiekaverne. Das alleine für die Riesenanlage? Ja, erstaunlich. Abgesehen von der Werkstatt, aber das war eigentlich nur als Notkonzept gedacht. Okay. Also der Hauptstrom wurde von Beginn weg von außen her zugeführt. Das war nie gedacht als Hauptstromproduktionsstätte. Das war nur für den Notfall gedacht. Und diese Anlage war auch erst im Herbst 1944 einsatzbereit. Also erst gegen Ende des Krieges hätte man da Notstrom generieren können. Das sind Diesel-Wechselstromaggregate. Und da stand noch ein Rittermotor, das sieht man hier, den Abdruck. Okay. Den haben sie 1995 rausgerissen. Der steht jetzt in Russland in einer Fabrik irgendwo, der wurde nach Dübendorf zum Militärflugplatz gebracht. Dann flog eine Antonov aus Russland in die Schweiz und hat den nach Russland gebracht. Das ist die Anekdote, die ich vom Stiftungsratspräsidenten erfahren habe. Genau, also da stand mal ein Rittermotor. Zum Glück haben sie den Rest drin gelassen. Ja. Das ist dann, wäre ja sehr schade, weil das dann an Authentizität halt verliert. Ja, genau. Ne, aber es erstaunt nicht wirklich, das zu sehen. Gut, die werden ja eine entsprechende Leistung haben, die Motoren. Ne? Genau. Aber es ist halt eine Riesenanlage, deshalb erstaunt mich das. Ich habe in kleineren Anlagen schon größere Aggregate auch gesehen. Aber weißt du denn leistungstechnisch, was die jetzt erbringen? Wir können dann anschließend draußen die Tafel anschauen, alle Leistungsdaten draufstehen. Ja. Genau. Anstatt dass ich die da aufzähle. Ja. Genau. Also ich weiß einfach, dass pro Motor wurden 25 Liter Diesel verbraucht pro Stunde. Und da sieht man den Dieseltank, das ist aber nur einer von drei. 24.000 Liter hatten da Platz drin und links und rechts ist nochmals einer. Also insgesamt hatte man 72.000 Liter Diesel permanent gelagert. Ja. Mit dem konnte man eben bis zu 6 Monate Notstrom geben. Ja gut, das ist ja auch schon ordentlich. Ne? Genau. Aber was erstaunlich. Ne? Die Abgase konnte man nicht direkt nach draußen leiten, weil sonst hätte man die Rauchsäule aufsteigen sehen. Das wäre für die Geheimhaltung gewesen. Das heißt, man sieht da die überdimensionalen Auspuffrohre. Man musste das in einem 3-stufigen Kondensationsverfahren auf die Umgebungstemperatur abkühlen. Erst dann konnte das nach draußen geleitet werden. Okay. Also jetzt sehen wir quasi diese Rohre, die da zum Auspuff hochgehen, wo wir vorher... Genau, wollte gerade sagen, wo wir in dem Schacht gewesen sind. Genau. Das ist jetzt hier mit dem System gekoppelt, damit die Abgase jetzt nach draußen verbracht werden können. Ja. Und auch das ist immer so ein Punkt, der uns sehr fasziniert, diese Schaltanlagen. Die hat man ja auch in den Anlagen, sage ich mal, die verlassen sind, ja schon sehr stark geräubert. Hier sieht man das mal. Genau. Das ist diese Schaltschränke. Wir sind jetzt gerade an der Überarbeitung des Energiekavernenkonzepts. Also in etwa 2 Jahren wird es da eine Auffrischung geben bezüglich Ausstellungskonzept. Genau. Okay. Wahnsinn. Wie viele Ingenieure waren da eigentlich hier beschäftigt, die jetzt die Instandsetzung? Oder konnte das im Prinzip auch jeder Soldat irgendwo, der jetzt in der Anlage Dienst getan hat? Man hatte Werksoldaten, also es ist quasi einerseits Werksoldaten, man hatte aber auch das Festungswachkorps, das waren Berufssoldaten. Ja. Also die Festungswächter waren zusätzlich als Backup quasi hier, die haben da im Chalet da drüben gewohnt, wo wir jetzt gratis wohnen können. Und
die waren quasi auf Standby oder das waren dann die Fachspezialisten quasi. Also das waren wirklich Berufssoldaten, die einzigen in der Schweizer Armee, nebst den Fliegertruppen. Gewisse Leute dort in den Fliegertruppen waren auch Berufssoldaten, sonst ist es ja eine Milizarmee bis heute. Aber das waren Berufssoldaten und die konnten dann einspringen, falls nötig, bezüglich technischer Hilfe. Okay. Das ist jetzt hier, sage ich jetzt mal, so ein Käfig, weil wenn jetzt hier die Anlagen in Betrieb genommen worden wären, dann versteht man da wahrscheinlich sein eigenes Wort nicht. Und wenn man jetzt hier Kontakt aufnehmen wollte mit einer anderen Instanz hier in der Anlage, dann wurde wahrscheinlich die Geräuschliste, ja, ihr hört es jetzt hier schon, also ich bin jetzt hier ganz komisch gedämpft, dann höre ich jetzt hier alles, was ringsrum außen passiert, gar nicht mehr. Das ist wirklich klasse. Irgendwo hatte ich sowas auch schon mal gesehen. Wahnsinn. Nach 110 Metern kommt man auf die Sellerstraße nach draußen und 60 Meter weiter vorne rechts gibt es eine Abzweigung. Da kann man wieder 2 Treppen hochsteigen und kommt man dann in das Alte vor. Also quasi in das Gebäude, wo man von außen sieht. Und wenn wir zu Beginn der Saison hier in Sassou gelangen wollen, können wir nicht durch den Haupteingang, weil das ist alles voll Triebschnee. Das heißt, wir müssen vom Chalet her durch das Alte Vor hier über diesen System reinkommen. Okay. Genau. Ja, Wahnsinn. Das ist auch im Winter oder wenn die Lüftungsanlage mal aussteigen sollte, kommen wir mit dem Helikopter nach oben und haben so trotz meterhohem Schnee haben wir Zugang zum System, was ja nicht selbstverständlich ist. Ja, und dann sieht man mal, wie es im Winter hier aussieht und wie schwer es ist, hier überhaupt reinzukommen. Wahnsinn. Genau, ja. Genau. Und dieser Stollen, der ist jetzt wie lang, der jetzt hier gerade ausfällt? Der ist genau 400 Meter. 400 Meter, ja, okay. Geht 20 Meter nach oben. Das war wegen des Wasserabflusses nötig, also diese Neigung. Ah, okay, damit das Wasser hier abfließen kann und nicht da oben steht. Wir bewegen uns da drin vor allem mit den E-Bikes oder... Ich wollte gerade sagen, ne? Da habt ihr wahrscheinlich irgendwas... Effizienter, genau, um sich zu verschieben, aber damals, als es militärisch genutzt wurde, waren die alle zu Fuß unterwegs. Ah, okay. Das ist aber auch erstaunlich. Ihr habt hier auch noch eine Bahn, diese... Genau, die Metro del Sasso, genau. Das ist dann aber wahrscheinlich mehr für diese Kanonen beispielsweise, die Munition zu den Kanonen zu bringen, oder war das auch für Beförderung von Personen geeignet? Also die Bahn, die wir jetzt da vorne dann antreffen werden, ist nicht mehr das ist nicht original. Die wurde erst 2012 installiert mit der Eröffnung des Museums, aber die Gleise existierten von Beginn weg. Ach so. Da gab es nur eine kleine Materialtransportbahn, da konnte man 12 Granaten hochschatteln. Und war aber für Personentransport nicht zulässig. Okay, das habe ich mir aber schon so gedacht, dass irgendwie die schwere Munition ja da zeitnah zu den Kanonen befördert wird. Richtig, ja. Weil in der Maginot-Linie oder anderen Anlagen hat man ja meistens mit so einer Schmalspurbahn gearbeitet. Und die Munition bzw. das Personal dahin verbracht. Und in der Maginot-Linie hast du auch oben so ein Schienensystem an der Decke gehabt, das durch die Anlage ging. Und in diesen Körben waren die Granaten drin. Und dann das wusste ich nicht. Ja, da ist man nicht so viel gelaufen, sag ich mal. Ja, genau. Ja. Aber das ist auch von Anlage zu Anlage unterschiedlich. Im Alpenwall weiß ich nicht. Wie gesagt, der ist ja nicht komplett fertig gebaut. Da habe ich aber auch noch nie irgendwas mit Schienensystem gesehen. Ich denke mal, da wurde auch alles per Hand gemacht. Ja. Oder man hat sich halt entsprechend durch die Anlage bewegt. Genau. Also hier war während des Baus waren dann natürlich Schienen verlegt, um das Ausbruchmaterial nach draußen zu befördern. Genau. Okay. Ja, übrigens, ich konnte während Corona mal alles mit dem Laser vermessen. Ach so, ja. Ja, genau. Und das sind plus minus 40.000 Kubik Ausbruchmaterial, die wir da rausgebrochen haben. Ja. Das ist Wahnsinn. Und wie viel Mann sind Sie hier, sage ich mal, dabei gewesen, das Ganze in den Berg zu stemmen? Also wie viele Arbeiter waren hier beschäftigt? Weißt du das? Das war je nach Jahreszeit unterschiedlich. Im Sommer waren es etwa 110 Bauarbeiter, im Winter etwa 60. Ja. Und die hatten 24 Stunden gewirkt, also es gab 4-Schichtbetrieb, alle 6 Stunden hat man gewechselt und nach einer Woche wurde die ganze Mannschaft dann abgelöst.
Okay. Also eine Woche war quasi verbraucht, sage ich jetzt mal. Ja. Und das Problem hier bei dieser Baustelle war, wir mussten zu Fuß von Andermatt oder Airolo hochsteigen. Ach Gott. Da gab es keine Transportmöglichkeit, wenigstens bis 1942 nicht. Ja. Dann wurde eine Postautoverbindung eingerichtet, aber vorher mussten wir zu Fuß hochsteigen. Im Sommer war das kein Problem, aber Ja. im Winter war es draußen quasi gefährlicher als hier drinnen. Ja, wegen das glaub ich. Lawinengefahr, genau. Ja. Hier drinnen sind 2 Todesfälle dokumentiert während der Bautätigkeit. Aha, okay. Und draußen war es quasi gefährlicher im Winter. Ja. Wahnsinn. Ja, das sind auch immer so Aspekte, die man vergisst oder wo man halt wenig dran denkt. Man denkt jetzt an den militärischen Aspekt, aber diese Baumaßnahmen, die hier stattgefunden haben und auch die Arbeiter, die hier beschäftigt gewesen sind, das ist schon eine Riesenleistung auch gewesen. Ne? Absolut, absolut. Ja. Weil auch mit Maschinen war ja da auch noch nicht so mega viel. Genau, wir sehen jetzt hier gleich das Setup. Man hat hier Druckluft bereits. Ja, genau, das war so das Übliche. Genau, und da hat man das Loch gebohrt mit Dynamitenvortrieb, Ja, klassischer genau. Vortrieb. Also wie, sage ich mal, standardmäßig im Bergwerk ist man hier auch vorgegangen. Ne? Genau. Ja, ich als Guide mache pro Tag etwa 12 Kilometer, je nachdem wie viele Touren ich führe. Also wir hatten das Sportprogramm bereits. Genau. Du brauchst nach Dienst kein Sportprogramm mehr, genau. Geht hier gleich. Ui, oh. Ah, ja, hier sind wir doch schon mal hergegangen. Genau, Ja. das ist jetzt die Sellerstraße. Und hier oben kommst du doch zu den Kanonen jetzt Genau, hier. Ja. genau, richtig, ja, da um die Ecke gleich. Ja, Also wir sind so seitlich am Berg. richtig. Hier unten ist der Haupteingang, hier unten rum. Wahnsinn. Aber da habt ihr jetzt auch mal einen Eindruck, was Maurus auch gerade sagte, man verliert das Gefühl im Berg, wie man eigentlich geht. Man dachte jetzt, man geht tiefer in den Berg rein, aber wir sind praktisch nur parallel zu dem Hauptstollen und haben jetzt hier nur eine Überdeckung von 40 Metern ungefähr. Etwa 40 bis 50 Meter, Ja. genau. Das hat damals als Bombenschutz gereicht, heute mit den US-Waffen wäre das nicht mehr der Fall. Ja. Ja, das ist ja auch der Aspekt, den halt viele vergessen, dass diese Anlagen heutige Waffensysteme eigentlich nicht mehr schützen könnten. Ne? Genau, Das ist, genau. Das ist alles statisch, heute ist alles dynamischen Drohneneinsatz Ja. etc. Also das ist natürlich schon längst überholt. Ja. Wir wollen nicht die Idee vorholen. Hätten die Füße drin? So, jetzt fahren wir hier einmal mit der Metro rein. Maurus hat uns erklärt, dass das hier 2012 installiert wurde, nachträglich, weil man hier natürlich eine extreme Höhe überwinden muss. Wie viele Treppenstufen sind wir jetzt praktisch gegangen, sage ich mal in Anführungsstrichen? Geflogen, genau, 475 sind Ui. das. Genau. Also 80 Höhenmeter und das haben sie zum Teil mehrmals pro Tag gemacht, weil da oben gab es keine Duschen, kein heißes Wasser. Die mussten Gott. nach unten gehen, um zu duschen. Ah, ja. Da oben gab es auch keine Küche. Ja. Wir haben zwar da vorne die Esssäle, aber das Catering musste von unten her nach oben gebracht werden. Ja, Wahnsinn. Also ja, keine Duschen, Essen nicht. Und dann mussten alle die Treppen runter und wieder hoch. Also Wahnsinn. Also die waren auf jeden Fall fit. So. Oha. Das ist die Werkstatt. Das ist jetzt die Werkstatt im oberen Teil, genau. Da haben wir unser Ersatzteillager der 15 cm Kanone. Aha.
Reserveverschlussköpfe. Ja. Das sind jetzt alles Ersatzteile für die Kanonen. Genau. Und ist es denn schwer, solche Ersatzteile auch noch zu beschaffen, wenn jetzt mal was defekt ist und ihr habt es nicht auf Vorrat? Also ich sage mal, das wäre wahrscheinlich gar nicht mehr möglich in der Kürze oder ja, das zu besorgen. Das sind einfach Restposten und ja, wir sind sehr froh um diese Restposten. Ihr seht da diese gebrochene Achse. Ach, tatsächlich, ja. Ja, vor ein paar Jahren, als wir die Kanone 2 noch über den Winter nicht in den Berg reingezogen haben, die ragte nach draußen, das Rohr vorne, und da hat es durch den Schnee und Eisdruck hat's uns die Elevation zerstört. Echt? Ja. Und seitdem habt ihr das auch eingefahren, weil wir uns gewundert haben. Wir haben das Know-how wieder zusammengetragen, genau, es sind 28 Arbeitsschritte und jetzt können wir das dann am 12. Oktober, am letzten Tag wo das Museum geöffnet ist, nehmen wir die Kanone wieder in den Berg rein. Wie das früher die Armee in der Nachkriegszeit gemacht hat. Das ist ja Wahnsinn. Ui. Wie schwer ist der jetzt? Der sieht ja gewaltig aus. Ja, wir hatten uns halt, wie gesagt, immer gewundert, weil wir hatten Fotos gesehen, wo diese Kanone halt immer aus dem Berg gefahren war und jetzt war das gar nicht mehr der Fall. Jetzt wissen wir aber den Grund, okay? Also während der Sommersaison haben wir jetzt die Kanone wieder auf der Lafette montiert, die schaut aus dem Berg, aber nur die eine, also nur die Kanone 2. Und auch nur im Sommer jetzt? Nur im Sommer, genau. Also sobald ihr öffnet, fahrt ihr die dann aus? Genau, okay. Richtig, ja. Also da sieht man jetzt diese Pläne, diese Übersicht. Da sieht man jetzt grün eingezeichnet sind diese Fliegerabwehrkanonen, die ich angesprochen habe. Ach ja, genau. Wir hatten uns ja darüber unterhalten, dass es hier auch entsprechend Fliegerabwehr gab, um zum Beispiel solche Luftlandeunternehmen oder Bombardierungen durch Flugzeuge auch Herr zu werden. Da hatte man hier schon relativ frühzeitig auch Flakgeschütze installiert. Genau. Okay. Das war die Festungsflak, also es gab eine klassische Flak, die war bei den Staumauern hinten stationiert und hier war die Festungsflak. Ach, bei der Staumauer? Genau, da hinten ist die Sella-Staumauer, dort waren die großen Festungsflakkanonen stationiert und hier war die Festungsflak mit 20 mm Kaliber und die hatten auch einen separaten Spiegel, also die hatten war eine eigene Abteilung. Okay, also bei dieser bei San Carlo, bei dem dort waren sicher auch Flak. Genau, da waren auch welche. Ja. Da sieht man das mal ganz gut. Ja, das ist der untere Teil, da ist der Haupteingang. Ja, tatsächlich. Und gelb ist alles Ausbruchmaterial, das nach draußen gebracht wurde. Also der Damm beim Eingang wurde mit Ausbruchmaterial 1943 aufgeschüttet. Genau. Okay. Dann geht es da nach hinten. Wir sind jetzt hier in diesem Stollen drin und wir gehen jetzt dann nach oben Richtung Batterie Ost. Okay, das wird jetzt auch nochmal ganz da interessant. Da sieht man jetzt sehr schön die Plattform für den Munitionstransport. Ach, tatsächlich, ja. Genau. Diese Aufnahmen sind von 2011. Im Spital ist das quasi einfach aus der Gotthardregion. Es könnte sehr gut sein, dass es auch aus einer anderen Festung okay, ja, kommt. Also wir wissen eben nicht genau die Quelle, wo dieses Foto effektiv gemacht wird. Okay, ja, das ist dann immer schade. Ja. Das historisch auch das dann noch der Haupteingang, zuzuordnen. Das ist nichts hier bei uns, weil wir haben das fehlt, ja. Das fehlt, oder? Genau. Das ist auch wieder eine andere Anlage, ja. Genau. Aber es wurde direkt nach dem Zweiten Weltkrieg wurden diese Aufnahmen gemacht. Okay. Genau. Ist das Kaliber von den? Nein, das ist Panzerhaubitze. Das ist ein kleineres. Das ist was anderes. Das ist etwas, Also ich glaube nicht. Oder gut, könnte theoretisch sein, dass es auch 15 cm. Ah doch, nein, das ist NATO-Norm. 15,5. Ja, genau, weil unsere Kanonen sind 15 cm. Das ist die Schweizer Norm, das ist die NATO-Norm. Genau. Okay. So, wir kommen jetzt hier in den Bereich der Lüftungsanlage. Das ist zum größten Teil noch original. Und hier wird es auch entsprechend laut. Oha. Das sieht man jetzt bereits am 3. August 1946 wurde da die erste Filteranlage installiert. Also kurz nach dem Krieg quasi.
diese Anlage jetzt zum Beispiel im August 67, die kam einiges später. Oder? Da sieht man wieder das Datum, wann das installiert wurde. Also gerade speziell, als es im Kalten Krieg nochmal relevant wurde. Ne? Genau, genau. Man hat es aufgerüstet, genau. Das sind solche typischen Montagewagen oder Werkzeugwagen gewesen? Werkzeugkasten, genau. Quasi für den Unterhalt der Kanone. Genau. Ja, da sieht man ja auch immer noch mal so eine Grafik. Genau. Man könnte das hier noch mal ganz gut erkennen. Also für die effektive Bedienung der Kanone brauchte man etwa 10 Mann, 10 Leute. Genau. Aber weil es Schichtbetrieb war, brauchte es eigentlich 40 Mann pro Kanone. Ja. 40 Mann, genau. Weil während des Krieges war man 24 Stunden schussbereit. Ja, die Bedienung musste immer ausgetauscht werden. Genau. 3-Schichtbetrieb war da oben. Alle 8 Stunden hat man gewechselt, genau. Ich hatte, glaube gelesen, ich weiß nicht, ob das richtig ist, dass man hier auch noch ein paar Schüsse abgefeuert hatte mit der Anlage. Absolut, also man hat pro Batterie etwa 5000 Übungsschuss verschossen in diesen 40 Jahren, wo man, Nein, also wir haben noch die Schießbüchlein, das ist quasi dokumentiert, also plus minus 5000 Schuss pro Batterie, kann man sagen. Wobei mit der Batterie West hat man mehr geschossen als mit der Batterie Ost. Okay. Genau. Einfach die Kanonen nicht zu verschleißen dann wahrscheinlich. Ja, also vor allem übungshalber, oder? Dass man Erfahrungswerte hatte, dass man eingespielt war, die Prozesse üben konnte etc. Genau. Ja. Der letzte Schuss wurde, glaube ich, 2011 abgefeuert, ist das richtig? Nein, das war bereits November 97. 97? Ja, 97, ja, genau. 1998 wurde die Anlage stillgelegt. Dann brauchte man 3 Sommer, 3 Jahre, bis die gesamte Munition aus dem Berg geschafft wurde. Es waren 20.000 Granaten, 840 Tonnen Munition. 20.000 Granaten? Genau. Und dann wurde 2001 die Geheimhaltung aufgehoben. Dann. Okay. Also war das dann auch alles hier Sperrgebiet wahrscheinlich? Bis dahin, genau. Und dann 2011 kamen dann die Investoren für das Museum, oder? Ja, da drin ist das war das Munitionsmagazin. Wir gehen dann aber oben in der Batterie Ost gehen wir das besuchen. Und da sieht man jetzt den Aufgang zur Batterie Ost. Und da sieht man jetzt, wie man diese Kanone transportieren konnte. Das ist jetzt das nackte Rohr. Also da hat man die Mündungsbremse, den Verschluss hat man da abmontiert. Und da konnte man dieses Rohr auf diese Räder positionieren, mit dem Stahlseil nach oben ziehen. Dieses Rohr allein wiegt schon 3,1 Tonnen. Aber diese neue Kanonengeneration war erst gegen Ende 1944 schussbereit. Also die wurde von Grund auf neu entwickelt und deshalb war das erst gegen Ende des Krieges war man quasi so schussbereit, wie man das von Beginn weg angedacht hatte. Also praktisch eine neue Art von Kanonen extra für solche Befestigungen entwickelt auch. Absolut richtig, genau. Es ist ein Schweizer Produkt, ein Schweizer Fabrikat, genau. Und was hätte man gemacht, wenn es einen technischen Defekt gegeben hätte? Je nach Kriegssituation hätte man nicht ins Unterland gehen können, um Nachschub zu holen. Und da hat man vorgesorgt. Ich kann das euch schnell zeigen. Oh, dann sieht man hier bereits die Ersatzkanone auf Räder montiert. Also man hat von allem ein Backup gehabt. Also immer in doppelter Ausführung, aus Sicherheitsgründen hat man das alles doppelt vorhanden gehabt. Genau. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Also effektiv hatte man, ja, das ist ein besseres Licht, genau, hatte man 8 Kanonen von diesen 8 Stück. Also 4 quasi 4 immer im direkt Backup. einsatzbereit und 4 als Backup, genau. Und das war jetzt das 15 cm Kaliber? Genau, richtig, das ist das Schweizer Format, genau. Wow. Pro Kanone ein Kompressor, okay. Genau. Die kamen erst in den 50er Jahren, also als die da während des Krieges da hinten übungshalber geschossen hatten, gab es einen riesen Qualm in den Geschützständen, mussten Sauerstoffmasken tragen. Und deshalb haben sie dann diese Druckluft eingeführt, die haben Druckluft generiert. Da konnte man nach jedem Schuss da Druckluft durch das Rohr jagen und so auch die Abgase nach draußen befördern. Die mussten dann nicht mehr ständig diese Schutzmaske tragen. Das
Das hat man ja auch, sage ich mal, schon bei Kleinkaliberwaffen mit den MG-Ständen, wenn sie die einzelnen Bereiche verschlossen haben und dann wird permanent geschossen, da entstehen ja so viele Gase, die wäre ja für die Soldaten eher schlecht gewesen. Genau. Da gab es auch Sauerstoffzufuhr, das sehen wir dann oben. Okay. Aber das war ein Teil davon. Also wie viele Munitionslager hattet ihr für 20.000 Granaten? Genau, es waren 4 Munitionsmagazine. Im Vorderen wurden die Granaten gelagert, also je 10.000 pro Batterie. 10.000 Batterie West, 10.000 Batterie Ost. Und hier wurden die Zündköpfe in die Triebladungen aufbewahrt. Das wurde separiert. Diese Kartuschen und so weiter. Ne? Genau, das ist alles, war da im zweiten Munitionsmagazin drin. Genau. Aber ihr habt jetzt sowas nicht nochmal zur Ansicht, dass man jetzt mit so, ich sag mal, Granaten, die jetzt nicht aktiv sind, dass man so Regale noch hat zum Anschauen, wie das ausgesehen hat? Das ist da vorne in der Ausstellung der Fall. Sind wir jetzt nicht drin gewesen, könnt ihr da noch anschauen. Da kann man das sich nochmal angucken. Das sind quasi, sind sie ausgestellt, die Granaten, dass man ein Gespür hat, wie es ausgesehen hat. Genau. Damit ihr euch das mal vorstellen könnt, wie das hier drin im Prinzip gelagert wurde. So, jetzt geht es Richtung Kanone 2. Das ist jetzt die Batterie West oder Ost? Batterie West, genau. Und das ist die einzige Kanone, die jetzt originalgetreu montiert ist auf der Lafette. Also die ist quasi, wäre jetzt theoretisch schussbereit, sage ich jetzt mal, so wie man sie betrieben hat. Ja. Hätte. Ja, wie gesagt, es ist ein Schweizer Fabrikat. Von der Konstruktionswerkstätte Thun hat das fabriziert. Und das einzige Bauteil, das unter Lizenz gebaut wurde, ist der Verschlusskopf. Das ist ein Marineverschluss von den Bofors von Schweden. Und dank diesem kompakten Verschluss brauchte die Triebladung keine Hülse mehr. Also es war ein hülsenloses Kanonensystem. Das war ziemlich revolutionär. Das heißt, man musste da die Hülsen nicht mehr zusammentragen am Boden. Deshalb konnte man auch entsprechend schnell schießen. Und das Handling ging auch schneller vonstatten. Wobei diese halbautomatische Ladevorrichtung, die kam erst 1979. Also gewisse Elemente hat man, wie gesagt, modernisiert, damit der Ablauf dann schneller Schussrate dann deutlich erhöht hat auch. Ne? Dass man automatische Systeme mit eingesetzt hat, um das zu beschleunigen, den Vorgang. Ja. Da konnte man etwa 6 Schuss pro Minute dann losfeuern. Also ja, das ist schon gewaltig. Ne? Da haben wir den Schuss ausgelöst, da wurde die Druckluft betätigt, man sieht die Zufuhr der Druckluft, die ins System kommt, und da kann ich jetzt entsprechend positionieren. Ne? Also guck. Links, rechts, diese Zeiger bewegen sich, auf der anderen Seite die Elevation. Die Feuerleitstelle hat die Koordinaten dann nach draußen gemeldet. Dann konnte man die Kanone entsprechend positionieren. Man war komplett abhängig von den Beobachterposten im Außenbereich. Das war der große Nachteil dieser Waffe. Man konnte nichts selber ins Visier nehmen. Man war quasi blind. Man hatte keine Übersicht da nach draußen. Das heißt, man brauchte die Beobachterposten in der Nähe der Zielsektoren. Die haben die Geländekoordinaten dann der Feuerleitstelle gemeldet. Die haben es umgerechnet in Azimuth-Elevation und konnten das weitergeben hier in die Geschützstellen. Notausstieg gab es hier dann auch für die... Genau, das ist da hinten. Deshalb steht da beim Schießen Querbalken einsetzen, dass da niemand nach draußen gelangt. Okay. Da könnt ihr das sehen, da oben geht's raus. Das war auch im Winter wichtig, dass man die Kanone vom Schnee befreien konnte etc. Zum Beispiel dann auch. Genau. Und das hier noch. Die sind solche Zeichnungen. Ja, das ist sehr witzig. Das ist noch original aus der Militärzeit. Das sind alles Graffiti und Sprüche. Ich sage immer, das war die Klagemauer der Soldaten. Da haben sie ihre Emotionen freien Lauf gelassen. Aber das ist immer historisch, finden wir immer so wertvoll, weil es das Persönliche der Soldaten halt hier nochmal zeigt. Ne? Das ist manchmal, finden wir, immer ein bisschen spannender als die ganze Technik sogar, weil man sieht halt, dass halt Menschen hier gewesen sind und das Ganze bedient haben, denen wahrscheinlich auch langweilig gewesen ist oder, wie du schon sagtest, ihren Unmut losgelassen haben. Ne? Das ist interessant. Ja.
tatsächlich. Der Joint. Es gibt Leute, die sagen, der gleicht den Hitler. Aber ja, so ein bisschen, ja, mit dem Schnauzer auch, ja. Genau. Ja. Aber das ist immer interessant. Toll, das noch hier auch zu sehen. Aber man sieht halt immer, da haben die Nationen, machen da keinen Unterschied. Also es sind alles Menschen, alle haben, ne? Genau, absolut, ja. Ach, das ist die was du gesagt hast. Ja. Aus dem Zweiten Weltkrieg, genau. Die haben die hier angesetzt, ja, okay. Dann fiel das dann weg, ab den 50er Jahren mit der Druckluft war das dann nicht mehr so. Das ist der Punkt, wo ich damals schon einmal im Mai hochgekrochen bin hier unten. Okay. Und da habe ich gedacht, oh Gott, die Kanone ist gar nicht draußen. Genau. Aber jetzt ist klar, warum das so ist. Da könnt ihr es jetzt einmal sehen. Da kommt ihr praktisch von hier unten hoch. Und was mir hier auch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier noch sieht, doch hier unten, dieser Bereich da, sind das auch Notausstiege gewesen? Das sind solche Deckel, die man so wegklappen konnte auch. Ach, hier unten auch, ja. Da ist auch einer, das sind solitär, das sind Ein-Mann-Bunker, Beobachterposten. Ach, das sind nur Beobachtungsposten? Das sind nur Beobachtungsposten, die waren telefonisch mit dem MG-Stand dort oben verbunden. Ach, da oben, ja. Genau, da oben mit dem Maschinengewehrstand und der konnte sie quasi Anweisungen geben, wo man hinschießt. Ach so. Wir hatten eine bessere Übersicht über das Außengelände. Okay. Genau. Also meine Annahme war fälschlicherweise damals, dass das hier jetzt solche Notausstiege sind, jetzt von der Anlage jetzt. Nein, okay. das ist nicht der Fall, nein. Ja. Und da war der erste Vortrieb, da hat man das ganze Werk zu bauen begonnen. Also das ist für die Leute etwas irritierend, die denken immer, man sei von unten her gekommen, aber das war der erste Tunnel. Ach, hier ist man reingegangen. Da ist man reingegangen. Also die ersten 2 Jahre war da der Haupteingang, oder? Ach so. Genau, weil man links und rechts diese Geschützstände der Batterie West möglichst schnell schussbereit Ja, haben. klar, macht Sinn, logisch, ja. Genau. Ja. Und das Zielgebiet, das sieht man von hier aus gar nicht. Ich kann das vielleicht auf der Panoramakarte zeigen. Oder? Der Basso San Giacomo, das war das Hauptzielgebiet, der ist da versteckt. Also deshalb hatte man diese Bogenschusstechnik. Ja. Diese Granaten sind über mehrere Kreten geflogen, 30 Sekunden Flugzeit und da kamen sie wieder hinten in Italien runter. Ach, echt? Genau. Und von was für einer Distanz sprechen wir da? Also die Maximaldistanz war 27 Kilometer, das war damals Science Fiction. Ja, das ist Dimension, auch jetzt schon gewaltig, finde ich. 42 Kilo Granate so weit zu schießen und die sind bis auf 8660 Meter Höhe gestiegen. Das war die maximale Scheitelhöhe. Okay. Genau. Ja, das hat der Melanie ja auch gefragt gehabt. Man kann ja mit den Kanonen gar nicht das Ziel anvisieren, aber das ist ja praktisch Steilfeuer. In den Alpen hätte man sowieso nirgendwo irgendwo ein Ziel anvisieren können. Ja, sieht man ja vor lauter Bergen gar nichts. Aber das erklärt es natürlich auch Laien immer, warum das so entwickelt wurde. So, wir bewegen uns jetzt hier noch mal eben kurz außerhalb, ein bisschen frische Luft tanken, denn wir wollen uns die Batterie hier noch mal von draußen anschauen. Und das ist der Weg, den ich damals hier nämlich hoch bin, wo hier alles zum größten Teil noch mit Schnee war. Hier übrigens, habt ihr ja eben vorhin gerade noch gehört, kein Zugang jetzt, also Notausstieg oder ähnliches zu der Anlage, sondern Einmannbunker, wo man reingehen konnte und dann hier auch feuern konnte, beobachten konnte in diese Richtung halt. Was hier ganz praktisch ist, ohne dass ich nochmal komplett von unten nämlich hochlaufen muss, können wir jetzt hupsa von hier aus zur Kanone, so wie wir das hätten damals sehen sollen. Nur aus Witterungsgründen, wir haben ja vorhin gehört, in der Werkstatt gehen die Kanonen nämlich kaputt durch Eis und Schnee. Und so sieht das nämlich jetzt hier aus mit der ausgefahrenen Kanone. Das ist nämlich jetzt hier mal was ganz anderes, das jetzt so zu sehen. Wow. Ich werde einmal hier komplett mal den Stick hier ausfahren. So, sehe ich das hier vernünftig? Muss mal die Kamera noch mal eben ein bisschen biegen. Ja, ich glaube, so kann man es jetzt ganz gut sehen. Hinter mir die Kanone, damit ihr mal noch einen Größenvergleich habt. Ja, ist schon krass. Und dann steilfeuermäßig
darüber 30 Kilometer circa nach Italien rein. Das ist schon Wahnsinn. Weil da hinten lauerte damals Mussolini. Und das hier war eine adäquate Bedrohkulisse, die man hier aufgebaut hat. Das ist schon Wahnsinn. Das ist meiner Meinung nach der wirkliche Alpenwall, die wirkliche Alpenfestung. Nicht auf deutscher Seite oder bei Mussolini mit dem Alpenwall. Das sehe ich in diesem Zustand als wahre Alpenfestung an. Wahnsinn. Hier ist dieser Schacht jetzt hier, wo diese Kanone befördert werden konnte. Und den laufen wir jetzt einfach mal hier hoch. Wieder einige Treppen. Zwischenreservoir, okay. Genau. Also die kleine Version von was wir unten gesehen haben, vom Hauptwasserreservoir ist da das Zwischenreservoir mit 30.000 Liter Trinkwasser. Ja. Schauen wir schnell, weil hier wurde gesagt, dass das inzwischen auch nicht mehr gefüllt ist. Aber jetzt ist es voll. Das war hier auch immer etwas. Nein, es ist nicht ganz gefüllt. Okay. Nicht ganz, aber jetzt 2 Drittel ist es gefüllt, ja. Aber auch hier hat man einfach nochmal ein Wasserreservoir, was für die Soldaten zur Verfügung gestanden hat. Ja. Ja, da ist doch noch ein bisschen Wasser drin auch. Ja, das war wichtig wegen dem Wasserdruck, oder? Dass man quasi dann, dass man da das Wasser überall verteilen konnte im unteren Bereich oder von der Höhe her, genau. Ja, dass man einen gewissen Wasserdruck hatte. Konnte man dann auch den Wasserzufluss jetzt von der Quelle auch unterbinden, irgendwo dann an einem Punkt? Da bin ich überfragt, weil ich habe nicht direkt Zugang also da zur Hauptquelle. Ich weiß noch nicht genau. Ich denke nicht. Ich glaube, das kommt natürlich aus dem Fels. Wir haben ein großes Auffangbecken, 25 Meter lang, über der Unterkunft da in der Batterie West. Dort wird das Hauptwasser gesammelt. Ich glaube nicht, dass man das steuern kann. Gut, vielleicht gibt es irgendwo einen Schieber oder so. Ja. Aber es muss irgendwo abfließen. Ja, genau. Ich denke, dass man einfach nur überzähliges Wasser, sage ich mal, dann einfach hat abfließen lassen. Genau, richtig, ja. Genau. Da haben wir jetzt noch Strom da drin. Das ist der einzige Ort, wo wir noch Stromzufuhr haben, damit wir da das Ganze beheizen können, dass es keinen Schaden nimmt. Ja, das ist wichtig. Genau. Ne? Aber es ist ein sehr simples System. Man konnte dieses Rohr hochziehen. Man hatte 2 Übersetzungen, 2 Gänge, quasi Rohrtransport oder Munitionstransport. Je nach Gewicht konnte man das switchen oder konnte man das entsprechend einstellen. Wurde alles mit Strom betrieben. Aber was wäre passiert, wenn es halt wirklich auch mit Notstrom, also der Strom komplett unterbrochen gewesen wäre? Dann hätte man die Notstromaggregate innerhalb von 30 Sekunden laufen lassen. Also sehr kurzfristig quasi hätte man Notstrom erzeugen können, um das aufzufangen quasi. Ja. Genau. Richtig. Ja, an vieler Stelle gab es ja auch, sage ich mal, in den ganz alten Anlagen jetzt vergleichbar, Maschinot oder in Belgien habe ich das auch gesehen, gab es ja auch viele Prozesse, die einfach dann nur manuell gemacht werden konnten. Aber ja, genau, als Alternative. Also hier in Sasso San Gottardo wäre die Beleuchtung entsprechend anders gehandhabt worden. Man hätte dann auf Petrollampen gewechselt, Benzinlampen. Ja. Also man hätte versucht, den Stromverbrauch zu minimieren. Genau, quasi. Okay. Genau. Dass man das für die Hauptsysteme... Genau, das Essentielle gebraucht worden wäre. Genau. Ja. 3 quasi. Kanone 3, okay. Ja, jetzt sieht man, da steht kein Eintritt. Seismograph, Tunnel A2. Es wird ja zurzeit die zweite Gotthardröhre gebaut. Ah, ja. Genau, die wird jetzt wird der Ausbruch gemacht. Und wir wurden angefragt, ob man da einen Seismographen stationieren könnte, zwecks Überwachung dieses Bauprozesses. Ja. Und deshalb gehen wir im Moment nicht nach vorn, damit es da quasi keine Interferenzen gibt, keine
falschen Daten. Genau. Okay, Ja. also finden da jetzt aktiv Messungen statt in dem Bereich? Genau, ja, im Zusammenhang mit dem Gotthardtunnel. Genau. Interessant. Aber es ist erstaunlich, wie das alles so zusammenhängt und wie ihr dann doch hier immer wieder rangezogen werdet für solche Projekte auch. Ne? Also es ist ja 1000 Meter unter uns, also genau 1 Kilometer im Berg drin. Stimmt. Unter uns, ja. Also was war jetzt die Maximalhöhe jetzt von dem Eingeschütz? Was hattest du gesagt? 2000? Also die Batterie West ist genau auf 2200 Meter. 2200, genau. Hier sind wir jetzt auf 2230 Meter. Wir gehen jetzt dann zum höchsten Punkt hoch, zum Adlerhorst. Das ist 2253 Meter. Ah, okay. Genau. Wahnsinn. Ja, da ist man halt wieder dessen bewusst, wie hoch man jetzt wieder ist. Genau. Das vergisst man einfach schnell. Ja. Die Ersatzlafette quasi. Der Unterbau der Kanone, der Rohrhalter sieht man da. Das alles zusammen wiegt etwa 6 Tonnen. 6 Tonnen, die 2 Teile jetzt hier. Zusammen, ja. Das ist massiv. Linksabzug mit Gestänge. Aha. Wahnsinn. Oha. Da sieht man jetzt diese Fächer. Man sieht vor allem auf dieser Seite noch schön die Position der tatsächlich. Granaten, wie die gestanden sind. 26 Granaten pro Fach. Und die Fächer sind nummeriert, man sieht da 354 Fächer, wenn man das hochrechnet, mal 26, das sind knapp 10.000 Granaten, die da drin gelagert waren. Also man hat das hier auch nicht wild und wahllos reingestellt, sondern auch da gab es ein System, hier mit den Markierungen, dass man die Granaten vernünftig hat reinstellen können. Genau, richtig, ja absolut. Aber wo jetzt die Frage ist, man hat die jetzt rausgenommen, eine Granate wog keine Ahnung wie viel. Hat man jetzt hier einen Wagen oder irgendwas eingesetzt, um die jetzt zur Kanone zu transportieren? Genau, das waren diese kleinen Transportwagen, die wir jetzt immer noch in der Festung überall rumstehen haben. Die brauchen wir jetzt heutzutage fürs Catering quasi, für sonst Warentransport. Das sind immer noch die Originalwagen. Also man konnte locker so ein Abteil, ich sage jetzt mal, so 26 Granaten in so einen Wagen rein verlegen. Genau. Aber da musste das System ja ziemlich gut funktioniert haben, weil die Prozesse ja doch an vieler Stelle manuell sind, damit man wenn die Kanone, wie viel Schuss nochmal pro Minute? 6 pro Minute. Da musste man die ja schnell zuliefern. Das ist der Grund, weshalb es theoretisch 40 Mann braucht, also mindestens 10 wollte gerade sagen. Jetzt mal, genau. Man musste immer wieder die Nachlieferung sicherstellen, wobei die Achillesferse dieses Waffensystems war auch, dass die Kanone nach 2-3 Minuten Schusszeit das Rohr abkühlen wurde. Ja, das Abkühlen der Rohre. Keine Wasserkühlung. Die nächste Kanonengeneration, die Bison-Kanone, hatte dann eine eingebaute Wasserkühlung, das war hier nicht der Fall. Und deshalb konnte man gar nicht so viel verschießen, sage ich jetzt mal. Ja, okay. Das war das Problem, man konnte gar nicht so lange schießen, weil das dann zu heiß war. Also gab es dann sowieso die Zwangspausen, wo sich die Soldaten ein bisschen erholen konnten. Ja. Genau, richtig, ja. Okay. Ja, man sieht es hier in diesem Depot wirklich anhand der Regale und beachtet natürlich, dass das betoniert ist. Klar, logischerweise aufgrund des Gewichtes. Da kann man jetzt hier keine Holzregale oder irgendwas reinstellen. Ja, genau. Wie viel hat so eine Granate gewogen? Weißt du das ungefähr? 42 Kilogramm. 42 Kilo. Boah. Also, das ist schon... Ich gehe mal einmal hier so rum, damit er jetzt einmal so die Dimension von der Räumlichkeit hier bekommt. Das sind gut 58 Meter. Ja, an der Seite ist aber geziegelt, ne? Das ist dann nicht betoniert hier. Sehe ich das richtig? Das ist richtig, genau. Wir können im vorderen Teil, wenn wir da gehen, sieht man noch ein interessantes Detail. Nicht berühren. Genau, das sind Gipswände, die haben man erst nach dem Zweiten Weltkrieg eingebaut. Der Hintergedanke ist, dass falls hier eine Detonation erfolgt, dass sich die Druckwelle okay. Kann. Quasi, dass man da weniger Schaden in der Anlage selber halt hat. Genau. Ja. Ich kenne dieses System von Sprengstofffabriken, die man im Zweiten Weltkrieg gebaut hat. Da wurden sämtliche Funktionsgebäude mit sehr, sehr vielen Öffnungen und Fenstern gebaut. Genau. Wenn in dem Produktionsablauf was zur Sprengung gekommen ist, damit die Stabilität von dem Gebäude halt nicht beeinträchtigt wird, dann ist das hier das gleiche Phänomen. Das ist mal interessant zu sehen.
Auch die Überdruckklappen vorne an der Front, die wurden erst nachträglich eingebaut. Aha, ja. Die Sohle dann noch von außen, genau. Ja gut, es fand ja auch stetig eine Weiterentwicklung halt statt in der Anlage. Das ist auch mal gut zu sehen durch die einzelnen Epochen. Im Zweiten Weltkrieg hat man angefangen und im Kalten Krieg das halt ständig ausgebaut und verbessert. Und natürlich dann diese Raffinessen hier auch mit verbaut. Das ist schon sehr interessant. Weil dahinter ist der Hohlraum, und man kann quasi um die Kaverne rumgehen. Ja, das ist jetzt das, was du gesagt hast, dass man hier jetzt diesen Betonmantel drin hat und im Prinzip einmal rumlaufen könnte. Das können wir da vorne auch anschauen. Sehr schön, der Stieg, oder? Da kann man da entsprechend. Und das habe ich auch schon in anderen Anlagen gesehen, das konnte ich mir nie erklären, weil halt die Information fehlt, wenn du eine verlassene Anlage erkundest. Ja, genau. Und du hast nur noch diese Räume und du weißt nicht, warum ist das so gemacht worden. Genau. Und jetzt habt ihr hier nämlich mal den Grund, warum man praktisch hier nochmal das versetzt gebaut hat. Und das ist jetzt mal ganz interessant zu sehen. Genau, für den Unterhalt, damit man Zugang hatte, falls irgendwo sich Fels gelöst hätte oder ein Wassereinbruch, einen Zugang gehabt. Ja. Grandios. Ja, dann gehen wir mal Richtung höchsten Punkt. Jetzt, wenn man da an die Decke schaut, sieht man diese Tausenden von Wassertropfen, genau. Und die beginnen sich erst aufzubauen, so gegen Ende Juni. Wenn es draußen wirklich warm wird, genau. Das ist immer spannend zu beobachten. Also zu Beginn der Saison sind die noch nicht vorhanden. Und erst dann im Laufe des Sommers bauen die sich auf. Entwickelt sich das, okay. Genau. Aufgrund diesen krassen Temperaturunterschied auch. Genau. Ja. Jetzt sieht man diese Überdruckklappen. Ja, hier oben, stimmt, genau. Da drin waren wir wieder die Zündköpfe und Triebladungen. Also Ach ja. identisch, einzig die Kompartimente sind etwas kleiner. Ja. Schaut, ist ein bisschen Das, ja, die sind ja natürlich auch nicht so schwer gewesen dann. Ne? Das heißt, das kleine Fächer quasi, wo die gelagert wurden. Aha. Und dann immer noch mal mit so einer Tür wahrscheinlich auch gegen Feuchtigkeit noch mal geschützt. Ne? Gerade das ist ja das. Erinnert mich immer an diese Hotels in Tokio, wo man da so diese billigen Übernachtungsmöglichkeiten Ja, ich kenne den Fachausdruck nicht, wie man das da nennt. Man nennt das auch Sargwohnungen. Ja, genau. Ja, da habe ich auch schon mal eine Dokumentation gesehen, sehr interessant. Ja, hier geht es halt weiter und ihr seht, das hat im Prinzip die gleiche Dimension. Und auch hier sind wieder diese Wände, wo, genau die Gipswände, wo das Ganze dann bei Bedarf rausgesprengt werden konnte. Ja, Wahnsinn. Das ist schon beeindruckend. Sauerstoff, oder wenn die geschossen haben, das war ein Riesenqual. Genau, weil ich wollte gerade sagen, das kennt ihr ja auch. Vom Alpenwall ist das halt zum Teil noch verbaut, das sieht man noch. Was auch später die italienische Armee zum Teil noch an Anlagen genutzt hatten. Da gab es dieses System auch, dann konntet ihr hier manuell die Belüftung starten für den Kampfraum. Okay, Ja, das war genauso. Und die hatten halt das System, die haben ihre ABC-Masken hier an einen Filter angeschlossen und die waren hier direkt angeschlossen. Okay, spannend. Ja, also jedes MG, da war das überall verbaut. Verbaut, ja. Fix, quasi standardmäßig, ja. Das ist halt immer interessant für uns zu sehen, doch den Unterschied dann. Ja, zwischen den Anlagen. Genau, ja. Das einfach mal zu vergleichen. Ja. Das ist echt spannend. Ja, das ist die Vorrichtung jetzt. Genau, leider haben wir hier das MG51 da nicht installiert. Ja. Wir haben zwei draußen im Außenbunker und unten im Eingangsbereich habe ich eins gesehen. Ist das eines gewesen? Ich glaube, das ist ein normales Sturmgewehr. Okay. Ich glaube, das ist ein normales Sturm. Ich habe jetzt gar nicht genau von Ihnen her geschaut, aber ich glaube, es ist also früher hatten Sie das LMG 25 für die Innenverteidigung, aber ich glaube, das war ein normales Sturmgewehr. Sturmgewehr 57, ja, genau. Ja, und da oben ist die Schlechtwettervariante. Also sehr oft hatte man gar keinen Blick nach draußen wegen Nebel etc. Die strategischen wichtigen Punkte sind da alle nummeriert. Und da wusste man genau, wo man hinschießt. Also, das ist ja interessant, ja. Genau.
Und das Ganze ist alles spiegelverkehrt. Also da steht höher, da oben steht tiefer, da steht rechts, da links. Wenn ich nach links schwenke, schieße ich nach rechts. Das ist quasi alles okay. Genau. Ja. Aber das ist ein interessantes System. Genau. Auch so, dass man wieder nicht was sehen muss. Ne? Absolut, ja. Und damit halt arbeitet. Absolut. Also kriegt man von außen wieder durch Observation dann die Anweisung hier, den Bereich dann unter Feuer. Korrekt, genau. Also hier war das Telefon, das war wie gesagt mit dem Außenbeobachterposten verbunden. Und da konnten Sie sich kurz schließen und entsprechend absprechen. Genau. Ja. Da oben war die Sauerstoffzufuhr. Ja, und genau, und das System ist halt ähnlich dann zu den späteren Anlagen im Alpenwall. Genau. Und weshalb sagen wir dem Adlerhorst, das seht ihr da oben. Ach. Wir waren zwar nicht gerade ein Adlernest, aber wir haben da ganzjährig geöffnet, damit der Durchzug herrscht. Deshalb kommen die Vögel da rein. Ach so. Nisten da auch, genau. Okay. Ja, kann man draußen schauen. Ich glaube, es ist etwas besser geworden. Ja. Das ist der höchste Punkt. Aha. Auch Notausstieg, wobei das wäre wirklich nur ein Notfall gedacht, aber das Gelände ist sehr abschüssig. Ja, das Gelände ist wirklich... Ich habe es beim Aufstieg hier damals gemerkt, da muss man schon aufpassen. Ja. Aber auch diese Tür ist sehr, sehr massiv hier. Massiv, absolut, ja. Also, dass man sich hier entsprechend abriegeln konnte. Genau. Wahnsinn. Ja. Und wie viele gibt es davon jetzt verbaut jetzt hier in der Anlage, diese Stellung? Hier ist es für die Batterie Ost nur dieser MG-Stand, bei der Batterie West waren es 3. Also die Batterie West war militärstrategisch wichtiger und deshalb hatte man auch die MG-Maschinengewehrstände größer dimensioniert, sage ich jetzt mal. Okay. Das ist quasi 1:1 wie oben, oder? Da haben wir jetzt einfach unsere Ausstellung drin. Ach so, okay. Genau, jetzt kann man das hier auch mal sehen, was du gesagt hattest. Ne? Das sieht man wirklich, ne? Genau. Wirklich hintereinander weg. Das können wir uns jetzt auch gleich nochmal angucken. Da ist ein Unikat, das ist eine Wolbeck-Klopfmaschine. Also das war quasi Trockenreinigung. Man hatte etwa 500 Wollbecken im Umlauf. Ach so. Und wenn man die gewaschen hätte, wären die nie mehr trocken geworden. Deshalb hat man da wenigstens Trockenreinigung. Ach, das ist sehr interessant, ja. Also die hat da wie wild auf die Wollbecke geklopft, hat da die Bettwanzen, Milben und weiß ich was aufgewirbelt, da konnte man das mit diesem Megastaubsauger absaugen. Aha. Wahnsinn. Das ist ein echtes Relikt hier, ne? Ja Leute, das war es im Prinzip hier mit dem kleinen Ausflug in der Festung Sasso San Gottardo, richtig, genau. Wir haben uns wie gesagt hier in dem Film euch noch andere Anlagen gezeigt. Wir wollen uns ganz recht herzlich bei dir bedanken, Maus, dass du uns hier die Möglichkeit eröffnet hast, viele Sachen uns anzuschauen, die jetzt für den Otto-Normalbesucher nicht ersichtlich sind. Das war sehr, sehr spannend für uns, das hier mal zu sehen. Eine Schweizer Anlage jetzt mal im Vergleich zu den Alpenanlagen jetzt am Vallo Alpino. Und ja, wie gesagt, kommt gerne hierher, schaut euch das hier an. Das Museum ist riesig, ihr könnt hier sehr, sehr viel entdecken. Wir haben euch heute hier nur einen Bruchteil gezeigt, deshalb sehr, sehr spannend. Wann hat es nochmal geöffnet? Ab 1. Juli plus minus. Ab 1. Juli, ansonsten ist hier noch überall Schnee. Genau, und, also hängt immer von der Eröffnung der Passstraße ab. Genau. Bis etwa Mitte Oktober. Genau. Ja, Mitte Oktober, dann könnt ihr euch das hier anschauen. Und wie gesagt, es ist sehr, sehr spannend. Und ja, wenn ihr noch mehr sehen wollt, wir haben hier viele Videos von verschiedenen Bereichen hier auf dem Kanal, die wir euch hier schon entsprechend abgefilmt haben. Schaut euch hier gerne um. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Was bleibt von einem Ort, der für den Krieg gebaut wurde und nie feuern musste? Vielleicht sind es nicht nur die Mauern, die bestehen, sondern die Geschichten im Fels, der Wille zur Verteidigung und der Wandel. Heute ist die Festung Sasso San Gottardo mehr als ein Relikt. Sie ist Denkmal, Mahnung und Raum für die Zukunft. Wo einst Soldaten warteten, bereiten sich heute Astronauten auf den Mond vor. Ein Ort, der Vergangenheit bewahrt und Zukunft atmet. Unser tiefster Dank gilt dem Team von Sasso San Gottardo, das uns diesen außergewöhnlichen Einblick ermöglicht hat. Für das Vertrauen
die Offenheit und dafür, dass Geschichte hier nicht endet, sondern lebendig bleibt.